Ich heiße Anna Scheller, ich bin 28 und ich fahre etwa pro Jahr 2500 Kilometer. Ich werde das Rennen mit meinem Freund, dem Roman, fahren und wir werden uns gegenseitig ein bisschen pushen. Ich bin der Roman Galatti, bin 33 und fahre ungefähr 3500 Kilometer pro Jahr. Das Ziel ist, dieses Jahr sicher Bern-Andermatt fertig zu fahren, weil wir es letztes Jahr nicht kennen. Quasi noch eine Rechnung offen. Auch fitnessmässig noch einen Schritt vorwärts zu machen und dass wir da auf unserem schnellstmöglichen Weg auf Andermatt kommen. Ich habe noch nie ein Bike-Fitting gemacht. Ich bin gespannt, ob es sich anders anfühlt, auf dem Velo zu hocken und ob ich schneller Velo fahren kann und länger. Von dem Bike-Fitting hier an der Crossklinik erwarte ich mir eigentlich, dass ich noch ein bisschen besser auf dem Velo hocke, ein paar Sachen kann ausreizen, je nachdem auch von der Position her, und dass es mir noch auf dem Velo beim Training ein bisschen besser geht. Ich bin Raphael Böhni, Sportwissenschaftler der Crossklinik. Ich mache einerseits Bike-Fitting, Leistungstest und Trainingsberatung und auch spezifische Beratung, wenn es um die sportliche Leistungssteigerung geht. Heute machen wir ein Bike-Fitting mit der Anna und dem Roman. Das Ziel ist vom Bike-Fitting zum einerseits präventiv gut auf dem Velo zu sitzen, dass man sich nicht verletzen tut oder Überlastungsschäden bekommt, und andererseits auch, dass man gute Performance auf dem Velo zeigen kann. Also das Bike-Fitting läuft wie folgt ab. Wir haben zuerst ein Gespräch, wo man sich austauschen tut, wie viel man Velo fährt, ob man Verletzungen hat, Beschwerden und wie es einem allgemein auf dem Velo geht. Nachher geht man aufgrund dem in den zweiten Bereich über. Im zweiten Bereich haben wir dann Mobilisation, Beweglichkeit und auch Kräftigungsübungen, wo wir anschauen, wie stabil die Person überhaupt ist. Und mit diesen Basisinformationen geht man nachher direkt ins Fitting, wo man vom Fuß zuerst mal die Gliedposition anschaut, anschließend über die Sitzposition führen zu der Handposition das Ganze anpassen tut. Bei der Anna hat es ein bisschen mehr Optimierungsbedarf gegeben, weil sie einerseits noch nicht so lange auf dem Velo fährt und andererseits das Velo noch nicht optimal auf sie eingestellt war. Wir mussten den Sattel ziemlich weit nach vorne verschieben. Durch das sitzt sie jetzt kompakt auf dem Fahrrad, hat einen besseren Druck auf den Pedalen und hat auch in ihrem Rücken Entlastung finden. Anschließend haben wir vorne im Lenkerbereich auch noch Anpassungen gemacht, dass sie von der Schulterbeite und vom Handling besser auf dem Fahrrad sitzt. Und beim Roman, der Roman hat schon eine sehr gute Basis auf dem Velo. Er ist auch schon einiges auf dem Velo gefahren. Wir mussten bei ihm Feineinstellungen noch machen. Einerseits bei der Gliedposition, wo er noch nicht optimal war. Dann beim Sattel haben wir noch ganz minimale Änderungen gemacht von der Höhe. Und dann die Hauptänderung war eher im Lenkerbereich. Wir haben das Space rausgenommen, was bedeutet, dass er jetzt ein bisschen aggressiver sitzen tut und ein bisschen sportlicher auf dem Fahrrad. Durch das wird er aerodynamischer und hat auch ein bisschen mehr Druck auf dem Vorderrädchen, was das Handling nachher verbessert. Das Bike-Fitting hat für Anna und den Roman eine Basis gelegt für ein regelmäßiges Training. Sie werden durch das präventiv gut auf dem Fahrrad sitzen, haben eine optimale Performance und unterstützen den ganzen Trainingsprozess für ihr Ziel Bern-Andermatt. Ich habe noch nie ein Bike-Fitting gemacht und dementsprechend ist es auch recht lang gegangen, bis alles eingestellt ist auf dem Velo. Also ich habe Motivation gewonnen, um gerade rauszugehen, um mein neues Bike zu testen, also unser neues Rennvelo zu testen, weil es wirklich eigentlich ein kompletter Change ist zu vorher. Also der heutige Tag jetzt bei der Crossklinik in Basel hat mir wirklich etwas gebracht beim Bikefitting. Der Check nochmal, ob es passt oder nicht. Plus, dass ich jetzt ein bisschen aerodynamischer unterwegs sein kann. Indem wir vorne 2 Spacer rausgenommen haben und den Lenker quasi ein bisschen runtergenommen, dass ich ein bisschen flächer noch drauf bin. Durch das windschnittiger brauche ich vielleicht ein bisschen weniger Kraft, um eine gewisse Geschwindigkeit zu fahren. Ja, wir haben eigentlich ein komplettes Makeover gemacht bei meinem Rennvelo. Von Sattel verstellen, also tiefer runter, zu vorne den Lenker auch noch einen tiefer setzen, dass ich ein bisschen aerodynamischer auf dem Velo bin und die Kraftgestaltung sich besser auswirkt auf dem Bike.
Der heutige Tag bei der Cross-Klinik war sehr eindrücklich und spannend. Sehr hilfreich für meine weitere Trainingsgestaltung. Ich habe das erste Mal im Leben so ein Ziel, das ich daran arbeiten kann und weiss auch genau, wie ich jetzt meine Trainings gestalten muss, damit ich das Ziel erreichen kann, von Bern auf Andermatt zu fahren. Und jetzt freue ich mich auf den nächsten Schritt, wahrscheinlich die nächsten harten Trainingseinheiten und so weiter. Und was noch auf uns zukommt, wo wir zusammen mit euch werden erleben. Ja, bleibt dran und wie es so ist, liken, abonnieren, einfach alles, was wahrscheinlich da irgendwo da unten kommt. Macht das und bis gleich.